Nachdem ihr eure Kette dann soweit angeschlagen habt, auf eure errechnete Maße, zählen wir diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 10 plus eine Masche mehr sein. Wir beginnen Reihe 1, indem wir 3 Steigeluftmaschen häkeln, einen Umschlag machen und in die nächsten beiden Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir optisch mit den Steigeluftmaschen 3 Stäbchen haben. Danach machen wir einen Umschlag, lassen die nächsten 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort einen Fächer aus 5 Stäbchen. Also 5 Stäbchen in die gleiche Masche häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten Masche in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir 5 Stäbchen haben. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen häkeln. 5 Stäbchen in die eine Masche hinein. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten wieder 5 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche einen Fächer aus 5 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten wieder 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen häkeln. Und so nun jetzt immer im Wechsel, bis eure Reihe fertig ist. Am Ende der Reihe angekommen, häkel ich noch einen Fächer. Dann lasse ich 2 Maschen frei und häkel wie am Anfang nochmal 3 Stäbchen zum Schluss. So, und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln nun erstmal über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Dabei könnt ihr, wenn ihr wollt, das sieht, finde ich, zumindest sehr gut aus, denn dann sind die Stäbchen alle perfekt übereinander, anstatt oben in die Masche hineinzustechen, in die dritte Schlaufe eines Stäbchens hineinzustechen, und zwar hier diese. Na, ihr habt einmal diese und diese, und wenn ihr genau in das Löckchen einstecht, habt ihr 3 Schlaufen bei dem Stäbchen auf der Nadel. Wenn ihr dann das Stäbchen abhäkelt, ist dieses genau mittig über dem anderen eingestochen. Also noch einmal, nicht in diese Stelle einstechen, sondern hier ist noch mal eine kleine Schlaufe. Wenn ihr dort einsticht,
habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und habt perfekt mittig eingestochen. Und ihr braucht dafür auch gar nicht groß rumfriemeln, denn wenn ihr einfach nur hier drauf drückt, zieht sich die Masche automatisch auseinander und ihr habt diese 3 Schlaufen aufeinander. So, nachdem wir dann die 3 Stäbchen über die 3 Stäbchen gehäkelt haben, müssen wir nun alle gemeinsam abmaschen. Als Ausgleich häkeln wir dafür 2 Luftmaschen. Dann machen wir einen Umschlag, gehen in das erste Stäbchen hinein und häkeln dieses nur zur Hälfte ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, nächstes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Nun haben wir unsere 6 Schlaufen auf der Nadel und häkeln diese alle gemeinsam ab. Damit das jetzt so schön bleibt, fixieren wir mit einer Luftmasche, die wir zuziehen. Danach kommt als Ausgleich wieder unsere 2 Luftmaschen und danach kommen über die nächsten 5 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Und dann sieht es so aus. Dann kommen wir zum nächsten Fächer. 2 Luftmaschen, Umschlag, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. 6 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Das Ganze mit einer Luftmasche fixieren, indem wir diese zuziehen. Dann wieder unsere 2 Ausgleichsmaschen und rüber in die 5 Stäbchen. Und dort wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Noch ein letztes Mal. 2 Luftmaschen, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen. 6 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Danach mit einer Luftmasche, die wir zuziehen, die Spitze fixieren, 2 Luftmaschen wieder als Ausgleich und rüber in die 5 Stäbchen, wo wir über jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und so nun die ganze Reihe. So, und am Ende der Reihe, den letzten Fächer abgehäkelt, mache ich noch meine 2 Ausgleichsmaschen und häkel dann das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen,
danach das dritte in die Steigeluftmaschen in der zweiten Masche von unten angezählt. Und dann haben wir einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 2. Und das ist auch schon das eigentliche Muster. Als nächstes kommt wieder Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Als nächstes kommt wieder der Fächer. Und diesen häkeln wir, anstatt in diese kleine Schlaufe, die wir zugezogen hatten, in die große Masche danach. Das lässt sich recht leicht erkennen. Dann haben wir nämlich hier unsere Luftmaschen, die ganz kleine zugezogene, danach kommt eine große Masche und dann wieder die 2 zur Überbrückung. Und deswegen ziehen wir auch diese kleine Masche richtig zu. Wir bekommen eine wunderschöne Spitze und können dann in der nächsten Reihe sehen, wo wir einstechen müssen, nämlich in der großen Masche. Wenn wir dort unsere 5 Stäbchen hineinhäkeln, sind wir perfekt über diesen großen Bubble. Danach wieder die 5 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und dann kommt wieder ein Fächer. Hier haben wir unsere 2 Ketten, dann die kleine zugezogene und danach kommt diese große Masche und diese stechen wir wieder ein und häkeln einen Fächer aus 5 Stäbchen. Danach folgen wieder unsere 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. Und das immer im Wechsel, bis wir die Reihe wieder fertig haben. Nach dieser Reihe kommt dann wieder die zweite. Und so wiederholt sich immer 1, 2, 1, 2, 1, 2.